Hallo und herzlich willkommen auf dem Stoffmieze YouTube-Kanal. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr diese süße kurze Pumphose für eure Kinder näht. Alles, was ihr hierfür benötigt, ist wie immer eine Nähmaschine, eine Schneidematte, ein Rollschneider oder eben eine Stoffschere, Stoffklemmen zum Fixieren der Stoffe, ein Schnittmuster. Ich habe hier eines von Liebstes gewählt. Dieses gibt es in verschiedenen Größen als Freebook im Netz. Des Weiteren benötigt ihr noch einen Stift zum Aufzeichnen eures Schnittmusters und Stecknadeln. Ich habe hier 2 Jersey-Stoffe, einen grün mit Lamas und Bündchen. Ich verwende hier Schlauchware. Der Lamastoff wird zunächst im Stoffbruch rechts auf rechts gelegt. Anschließend nimmt man das Schnittmuster und legt es im Bruch zur Stoffkante. Man könnte jetzt das Ganze noch mit Stecknadeln feststecken oder halt beschweren, damit es dann beim Abpausen nicht verrutscht. Wenn alles so liegt, wie es liegen soll, pausen wir alles einmal ab. Anschließend wird mit dem Rollschneider ausgeschnitten. Ausgeschnitten sollte dann das Ganze so aussehen. Nun legen wir es erstmal beiseite und schneiden die Bündchen zurecht. Wie bereits erwähnt, verwende ich hier für die Bündchen Schlauchware. Das Bauchbündchen pausen wir einmal ab und schneiden es natürlich auch aus. Das ausgeschnittene Bauchbündchen sieht dann so aus. Das gleiche machen wir jetzt auch mit den Beinbündchen. Diese brauchen wir zweimal. Zum Fixieren nehme ich hier mal Stecknadeln. Das macht sich besser. Im Anschluss wird wieder ausgeschnitten. Beinbündchen und Bauchbündchen sind dann fertig zurechtgeschnitten und können dann erstmal beiseite gelegt werden. Der Lamastoff wird zunächst wieder rechts auf rechts gelegt. Das Ganze wird nun wieder mit Stoffklemmen fixiert, damit beim Nähen nichts verrutscht. Es wird hier nun an der langen Seite bis zur Spitze zusammengenäht. Ich verwende hier zum Zusammennähen die Overlock-Maschine. Ihr könnt aber auch eine ganz normale Nähmaschine nehmen und hier einen dehnbaren Stich, wie zum Beispiel einen Zickzackstich, einstellen. Die Overlock hat halt hier den Vorteil, dass die Nähte schöner versäubert sind, aber bei Jersey spielt das keine Rolle. Ich zeige hier nochmal, wo ich zusammengenäht habe. Das Stück wird nun wie folgt gefalten.
Und hier erstmal Schritt auf Schritt gelegt und mit einer Klammer fixiert. Im Anschluss legt man die Hosenbeine übereinander und fixiert diese auch einmal mit Klammern. Wenn dann alles fixiert ist, näht man den Schritt zusammen. Ich mache das hier auch wieder mit der Overlockmaschine. Der Schritt ist nun zusammengenäht. Jetzt kann das Ganze einmal umgekrempelt werden. Die Hose ist nun auch schon so gut wie fertig. Jetzt müssen nur noch die Bündchen angebracht werden. Die Bündchen müssen zunächst auch noch zusammengenäht werden. Hierfür legen wir diese auch rechts auf rechts. Also die schöne Seite schaut die schöne Seite an und fixieren diese mit Stoffklemmen. Für das Bauchbündchen habe ich das bereits getan. Die Bündchen werden nun wie gezeigt an der offenen Kante zusammengenäht. Fertig genäht sollte es dann so aussehen. Die Beinbündchen legen wir erstmal beiseite und das Bauchbündchen krempeln wir einmal in der Mitte um. Damit ich das Bündchen gleichmäßig annähen kann, setze ich mir 4 Markierungspunkte an Bündchen und Hose. Hierzu teile ich Bündchen und Hose in 4 gleich große Abschnitte und schneide jeweils ein Stück mit der Schere weg. Das gleiche mache ich jetzt auch bei der Hose. Das Bündchen wird nun über die Hose gezogen und dabei legen wir zuerst die Naht des Bündchens auf die Naht der Hose am Po und befestigen dies mit Stecknadeln. Anschließend legen wir die anderen Markierungspunkte von Bündchen und Hose übereinander und befestigen dies ebenfalls mit Stecknadeln. Das Bündchen ist nun festgesteckt und kann jetzt angenäht werden. Beim Nähen ist dann wichtig, dass ihr den Bündchenstoff gleichmäßig dehnt. Zudem sollte dann auch nur der Bündchenstoff und nicht der Jerseystoff der Hose gedehnt werden. Zum Annähen verwende ich hier auch wieder meine Overlockmaschine. Ihr könnt aber auch eine ganz normale Nähmaschine nehmen. Das Bauchbündchen ist hier nun fertig angenäht. Mit dem Beinbündchen verfahren wir genauso wie beim Bauchbündchen. Erstmal falten wir dieses in der Mitte und setzen uns jeweils 4 Markierungspunkte an Bündchen und an Hosenbein.
Anschließend wird das Bündchen über die Hose gezogen und dabei wird zunächst die Naht des Bündchens auf die Naht der Hose gelegt und auch hier mit Stecknadeln befestigt, bevor die anderen Markierungen befestigt werden. Wenn dann alles festgesteckt ist, machen wir das natürlich auch auf der anderen Seite und dann können die beiden Beinbündchen wie vorher das Bauchbündchen angenäht werden. Hier bitte wieder nur das Bündchen dehnen. So, die Hose ist nun fertig. Ist doch ganz süß geworden, oder? Falls euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Bis bald, eure Stoffmieze.